Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kanli, wir sind wieder in den Soundstar Studios und mein Gast heute ist Molos. Servus Kanli, alles klar bei dir? Was geht ab? Ja, bei mir alles cool. Bei dir auch? Ja, sehr heiß heute, aber hoffentlich wird es auch heiß hier in der Reaction. Hier geht's heiß her. Wir haben hier jetzt ein paar Videos vorbereitet. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Hast du gut hergefunden? Ja. Ja, ein Taxi findet immer das Ziel, du weißt. Digga. Ah, okay. Gut. Also, erste Video, was wir heute machen, ist von Großes K. Großes K schon mal gehört? Ja, freilich. Neuperlacher Bürgermeister, sehr bekannt, Oldschool, Underground-Szene. Ja. Also auf jeden Fall sehr stabil. Okay, den gönnen wir uns jetzt mal. Also noch ein paar Regeln, wenn irgendwas ist, du darfst gerne hier drauf drücken. Das ist der Pause-Knopf. Ah, okay. Einfach nur die Leertaste drücken. Yeah, ich erinnere mich, ich erinnere mich, yeah. Bei ihm ist halt irgendwie geil, so allein bei den ersten Bildern, so seine Videos gleichen sich voll. Wiedererkennungswert, so vom Feeling, weißt du, ich meine? Vom Style her. Ja, also, Er ist auch ein sehr, er schiebt da auch so einen richtigen Film. Also er will sich nicht irgendwo hinstellen, sondern er ist da auch schon voll dahinter. Das ist immer... ja, das ist, ja, egal wo man ihn trifft, der schaut genauso aus wie in seinen Videos, also, gibt euch. Ich erinnere mich, back in the days, yeah. Yo, früher waren die Ballerzeiten sorgenfrei. Ich weiß noch damals auf dem Court, ich trug die Jordan 2. Ey yo, wir planten nie, die Zukunft waren schon morgens high. Schlichten hinten raus, die Bullen kamen von vorne rein. Back in the days, Ratman Tapes. Jeden Tag im Park hielten wir die Päckchen mit Haze. Immer wieder gab's... Also, ich will jetzt mal was für die Authentizität anmerken. Allein, dass er sich eher auf so eine Tischtennisplatte stellt. Sehr, sehr geil, sehr nice, 90 Vibes. Jeder weiß, wo damals die Packs vertickt worden sind, egal in welcher Hut, immer Tischtennisplatte, ihr wisst Bescheid. Tischtennisplatte ist ein richtiger Treffpunkt immer überall in jeder Hut, gell? Ja, das ist also unglaublich. Egal wo du hingegangen bist, in welcher Hut, immer Tischtennisplatte. Hast du mal mit Groß K einen Song geplant? Wir haben mal miteinander geredet, aber bis jetzt ist es leider nicht dazu gekommen. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Jeder auf der Street waren alle Schläger, Player, Hater, jeder von uns hatte Beeper oder Pager. Damals als das Sexsymbol noch Pamela war, weit bevor die erste Platte von Eminem kam. Ich lass die Zeiten grad Revue passieren, wegen dem Knast sind nicht mehr alle unser Brüder hier. Es war nie der Plan, dass wir uns aus den Augen verlieren, doch es sind so viele Dinge, die da draußen passieren. Ich hab die Menschen im Herzen und ihre Stimmen im Kopf, sind schon 2 Leben her, doch ich erinnere mich noch, yeah. Ich erinnere mich. Der Homie, der da übrigens ist, das ist Pick das Ass. Die waren ja auch nochmal früher hart am Start. Weiß nicht, ob du Pick das Ass noch kennst. Nee, ich hab nur mal, also so vom Namen schon was davon gehört, aber keine Musik von ihm. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, der ist auch ehemals Feinkost Paranoia. Ja, mit dem Super Edemo habe ich eine Verbindung gehabt in meinem Leben schon, aber leider nicht zu den anderen Mitgliedern. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ich weiß nicht, ob der jetzt Feinkost Paranoia, vielleicht mache ich gerade Fake News. Ich glaube, der ist... Corona? Ja. Jetzt können wir keine Werbung mehr schalten, glaube ich. Ich erinnere mich. Eastside Twins. Ich erinnere mich. Hast du schon vergessen? Die kennst du auch, oder? Auf jeden Fall. Auch nice Scratches, also gerade Übergang ist nice. Ich erinnere mich. Großes K, Motomie. Erinnerst du dich? When they reminisce, so will you. Ich erinnere mich und reminisce wie CL Smooth. Aufgewachsen ohne Dad, Mom hatte viel zu tun. But Rap took me from a boy to a man, so I always had a father. Ich wollte rappen wie Sean Carter und Hinge Parker. Mit den Homies leider kein begabter Baller. Damn, I wish I was a little taller, aber nice mit dem... Ich kann dazu jetzt wenig sagen, weil ich kenne das Video erstens schon. Und zweitens ist ja uns im Studio gedreht. Deswegen, du kannst ja gerne mal was dazu sagen. Also, ich muss sagen, es hört sich sehr oldschool münchnerisch, also wie die Münchner früher gerappt haben. Ich finde es eigentlich ganz cool. Obwohl es mir eigentlich nicht so gefällt, wenn man Deutsch und Englisch zu hart miteinander mixt. Aber
für den Vibe passt es auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass diese Oldschool-Filme in München, ich habe letztens mit jemandem darüber geredet und er hat gesagt, München hat keinen Sound. Und da habe ich aber gesagt, doch eigentlich hat München Sound. München hat diese... Also ich finde, wir haben viel verschiedenen Sound sogar eigentlich. Also es gibt verschiedene Gruppen und alle gehen eigentlich so mehr oder weniger in eine andere Richtung. Ja, aber Jeder muss halt sich das rauspicken, was ihm taugt, weißt. Also heute gebe ich auch nur meine Meinung ab, aber es hört sich halt für mich sehr nach Münchner Hip-Hop der 90er Jahre an. Ja, ich finde auch, Und das ist so passt München. halt cool zu dem Vibe, so, und obwohl ich es normalerweise nicht so feier, aber das finde ich schon gut, also ist schon nicht schlecht. Rhymes im Kreis, King of the Cypher. Sei bereit mit den Lines, sonst bleib lieber daheim, bruh. Ja, wir waren wie Haare im Wind, ließen uns treiben und uns von niemand sagen, wohin. Wo sind die Jahre nur hin? So viele kamen und gingen. Danke an alle, die noch da sind, als wäre gar nichts geschehen. Wär heute nicht da, wo ich bin, hätte es euch nicht gegeben. Hat mir geholfen, klarzukommen mit den Enttäuschungen des Lebens. Es gab nicht gerade wenig, aber sie machten mich gerade. Ja, ich muss sagen, also, aber man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Lyrik schon rausholen können. Also, die Jungs sind lang am Start. Ich finde das ein bisschen nicht Standard, also es ist nicht Standard, aber man hätte schon noch krassere Rhymes einbauen können und so und ein bisschen anderen Aufbau, aber sonst ist ganz cool eigentlich. Bescheiden und dankbar für das, was ich heute habe. Ich erinnere mich. Ist ehrlich gesagt auch der erste Song, den ich von Boschi-san jemals gehört habe. Okay, ja, ich kann ihn auch nicht. Wie gesagt, sein Vibe gefällt mir eigentlich, aber ich hätte da schon so, also so, da hat mir dieser Catcher gefehlt, diese Line oder dieses, bei Großes K vorhin hatte ich mehr das Feeling so vom Gänsehaut, weißt du, wie ich meine, weil es mich so erinnert hat an die Zeiten von früher. Hier ist es nur der Flow und es packt mich halt nicht so wie Großes K jetzt davor. Aber so an sich eigentlich stabil. Ja, natürlich, also man kann es hören auf jeden Fall. Mike Sands kennst du auch wahrscheinlich. Auch nur vom Hören, aber keine Tracks. Also Wird jetzt auch demnächst, also dieses Jahr, wenn die noch ein heftiges Album rausbringen. Akustik, Gitarrist, Sänger ist er. Beatproduzent, guter Beatproduzent. auch. er hat, glaube ich, mit Kandala mal so ein Video gemacht, wo er Gitarre spielt. Das war sehr nice. Also das war sehr nice. Ja, die haben einen ganzen, ich will jetzt hier auch nichts spoilern, aber die haben einen ganzen Album in dem Style. Das habe ich gesehen, das war aber sehr nice. Also der hat's auch drauf. Freue ich mich schon. Ich erinnere dich. Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore. Erinnere dich. Erinnere mich. Weißt du, wie es damals war? Komm schon, erinnere dich. Die Szene war echt nice. Also richtig cool. Erinnere dich. When the reminisce, so were you. Videos von B.A. B.A. krasser Typ. Weißt du, wie die das gefilmt haben, Digga? Mit dem Handy und mit einem Gimbal, wo du dein Handy reinklimmst. Ja, wahrscheinlich iPhone, oder? Also Nee, glaube ich nicht mal. Ich weiß nicht, was er genau hat, aber Also von iPhone habe ich schon jetzt mehrere Sachen gesehen, dass du mit den neuen iPhone auf jeden Fall krasse Videos drehen kannst. ja. Sogar in 60 FPS, also sehr nice eigentlich. Ob ich noch weiß, wie das hier früher war, ist wie zu fragen, ob ich atmen kann. Adidas, der Dresscode Adidas, der Body war flip. Kennst du ihn noch? Wir haben damals mit Großes K auch mal ein Video gemacht, das hieß von Block zu Block, nicht von Block zu Block. Ich kenne ihn nicht, aber Unser Pflaster. erinnert mich irgendwie, da gab es mal so einen schwarzen, den habe ich öfters getroffen, der hat immer so sein Tape auf der Street verkauft, das hieß Gegen die Industrie und der hat das halt nur so aus dem Rucksack verkauft. Manchmal hat es 5 Euro gekostet, manchmal 10 Euro, aber die haben denselben Flow und deswegen super nice, also. Weil er nährte mich von Spliffs anstatt von Essen, mein Kind. Ist so. Wir hatten keinerlei Verpflichtungen, Junge lediglich die Mucke trieb uns abends in die Disco. Dieser Lifestyle war Chef und egal wen du von damals triffst, jeder gibt mir recht, yes. Zwar ging es manchmal hinter Schwedische, doch kein Ding für viele von hier, weil es wie Ferien. Er hat auf jeden Fall einen richtig nice Slang, also ich feiere das voll das geile Feeling gerade. Weil deutscher Knast ist Spaziergang, kapier's man, all inklusiv, ohne Papierkram. Ey. Das habe ich gemeint mit den Lines, weißt du, so. Das sind halt so Lines, das sind am Ende vom Part, das muss nochmal Boom machen, weißt du, wie ich meine? Deutscher Knast ist Spaziergang. Auf jeden Fall heftige Line. Und allesamt, wenn man Hallo drehst, Menace to Society, wie ein Stier der Rotsee.
hatten den Schalk hier im Nacken. Es gab schnell auf die Backen, kein Grund lang zu wackeln, nö. Und was ich damals schon gecheckt hab, ich bin ein anders krasser Rapper, echt wahr. Weißt du noch? Das ist Flip Nitty, früher Flip jeden Penny. Ja, von denen habe ich nur mal gehört, aber ja. Macht auch richtig heftige Beats. Okay, cool. Aber der macht eher ist auch so, lange dabei, das habe ich auf jeden Fall gehört. der macht eher nur so, er chillt immer so beim Rappen. Also er nuschelt eigentlich schon fast nur. Also er ist immer Lash unterwegs. Nee, das ist der, ja, auf jeden Fall das auch. Aber es ist sein, wie heißt dieser Style? Mumble Rap oder so. Immer nur so. Ja, oder man. Weißt Bei Haftbefehl haben sie dann gesagt, er hat sich seine Stimme weggesnifft. Also keine Ahnung. Oh, okay. Ja, der. Hier Ice Cap, Ja, so oder so. kennt man. Ja, weißt du noch? Oder hast du schon vergessen? Und ich erinnere mich, Erinnerst du dich? erinnere mich. Mit den Jungs am Block. When they reminisce, so were you. Und ich erinnere mich. David P., kennst du auch? Nee, kenn ich nicht. Der Typ ist Münchner Rapper. Ist auch so in der Gang, bisschen von Audienz und so. So wie ich das mitbekommen habe, ist ein Homie von Audienz. Audienz kennst du ja wahrscheinlich auch. Durch dich, ja. Ja? Ja, ich schwör's. Bro, Audienz ist mittlerweile echt Homie geworden. Also der Typ ist, Okay, cool, Mann. ist einer der besten, die ich jemals kennengelernt habe in diesem Game. Sag ich mal so, wie es ist. Der ist cool, Alter. Ja, es ist immer mal schön, überhaupt auf faire Menschen zu treffen. Die müssen ja nicht mal unbedingt gleich die geilsten sein. Aber im Musikbusiness, du weißt selber, die meisten sind halt sehr ungerade. Ja, Audienz, super, super cooler Typ. Ist ja mehr ein Indonesien-Fame. Aber der hat mich da voll angesteckt mit seinen Indonesien-Vibes. Wir haben noch ein lustiges Video gemacht, aber egal, das kann ich dir später Da mal kannst du zeigen. bestimmt die krasse Samples rausziehen. So. Indonesisch? Indonesische Volksmusik, muss man schauen. Digga, die machen einen harten Rap. Die rappen da krass. Echt, oder? Digga, Krass, ja, okay. die haben da, also man denkt, wenn man nach Indonesien denkt, dann denkt man, das ist so eine Bauernveranstaltung, aber nein, Digga, die haben da auch krasse Leute. Aber egal, was ich dir sagen will, David P., der Typ ist einfach Arzt und hat eine eigene Praxis Das ist auf jeden Fall sehr nice. und rappt halt trotzdem noch, weißt du? Das ist eigentlich noch nicer. Ja. Da sieht man eigentlich mal, dass Rap in die Gesellschaft gehört, weißt du? Also Ja. Rap hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie asozial und behindert sein musst. Ja, genau. So, du kannst auch vielleicht Arzt sein und ein Abitur gemacht haben, studiert haben, Und rappst trotzdem. Familienvater sein oder was auch immer, weißt Ja. du? Also sehr cool. Finde ich auch cool. Ist sympathischer Move, dass man da sich da nicht dann so einsperren lässt, nur weil man jetzt in einem Beruf ist. Ja, das ist immer, ja, das darf der nicht sehen, das darf der nicht sehen. Ja. Aber alle wollen so rappen, weißt du, ich meine, also. Ah ja. Weißt du, wie's damals war? Junge, erinnere dich. Bliffen mit den Jungs. Hier Roger Reckless kennst du ja auch. Super geil, super geil. Der ist ja mittlerweile, oder war, ich weiß nicht, was jetzt genau die Gerüchteküche ist, aber der war bei Deichkind oder ist bei Deichkind jetzt. Okay, das weiß ich nicht. Aber was mir bei ihm besonders taugt, er hat mal so auf YouTube gemacht, so ein, da gibt's so, wie heißt das, auf Bayerisch, so wie Abwatschen, weißt du, wie ich meine? So, also auch wie Rappen eigentlich, wie ein Battle. Und er ist da hingegangen und hat gegen so eine bayerische Frau gebattelt, so gesehen. Und das, also schaut's euch mal an auf YouTube. Roger Reckless, bayerisch, dann wird's schon kommen. Also. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, den Typen. Ich erinnere mich. Ich erinnere dich. Back in the days, back in the days. Hast du das schon vergessen? Ich erinnere mich. When they reminisce, so were you. When they reminisce, so were you. Sehr cool. When they reminisce. Ja. Definitiv cool, Das check hat das so, ab. das letzte Bild hat so sowas wie von Hood Boys früher, weißt du, wie ich meine? Ja. So, also echt coole Aufnahmen auch. Das ist ja Halfbreed Beats, krasser Beatproduzent. Sehr guter Beatproduzent aus Neuperlach. Hier hinten Karl-Marx-Ring. Ja, Da habe ich mal sehr gewohnt. Nice. Ja, es ist eigentlich traurig, dass die Producer und die Beatmaker immer so vergessen werden, ein bisschen. Ja, ein bisschen untergehen, gell? Aber die wollen auch nicht immer so in der Öffentlichkeit stehen. Aber checkt es ab, großes K Official. Hier ist der Channel. Da könnt ihr abonnieren klicken. Sieht man jetzt nicht, aber auf jeden Gönnt Fall, euch. man kann auch abonnieren klicken. Genau. Checkt das ab. Da kommt auf jeden Fall noch mehr.
Den nächsten haben wir BA. Ja, der macht mit Großes K, glaube ich, immer seine Live-Auftritte, oder? Ja. Also wenn sie so Vorgruppen sind und sowas, sehr nice. Ich mag es wenn Rapper auch live rappen, weißt du, also für mich gehört es dazu. So. Also ich bin nicht so der Fan von Leuten, die nur im Studio abgehen. Nee, live ist auch schon, muss sein. Das ist der Sport irgendwie auch. Ja, es ist ja eigentlich die Leidenschaft. Eigentlich ist das die Lorbeeren ernten. Weißt du, wenn du siehst, die Leute feiern drauf und so. Ja. Das ist eigentlich ganz nice. Okay, gehen wir uns mal BA. Und gar in dem anderen Video gar nicht auf Vollbild gemacht. Ich nehm 2 Gs und roll es in das Pape und lass mich einfach fliegen auf dem Haze. Zu viel Money macht dich doch nur blind, doch trotzdem will ich's haben, ich leb meinen Film. Will meine Fam versorgen, ohne dass ich Hilfe nehme, Der Effekt war geil. Ja, man, auf jeden Fall. Allgemein so, wenn man mit Lichtern spielt in Videos, finde ich immer ganz geil eigentlich. Probleme alles geben können, große Pläne. Will meinem Baby und Babymama doch alles bieten. Vor allem Sicherheit und Liebe 24/7. Dass euch niemals jemand stresst. Ich bin für euch da, balle alle Hater weg. Ich nehm sie nicht mal wahr, denn ich bin schon länger weg. Also lasst. Das war auch geil. Das ist dann der Brille. Der Effekt. Schon länger weg. Ja, der kommt. Ja, ist auf jeden Fall sehr aufwendig gemacht. Sehr gute Produktion. Lass sie einfach labern, denn sie haten sich doch selbst, ey. Sie sagen, Zeiten ändern dich. Zeit heilt alle Wunden, doch davon bemerk ich nichts. Ich lass das Dunkle hinter mir und führ mich selbst ans Licht. Denn du solltest doch selber merken, die Zeiten ändern sich, ey. Ich lass mich einfach fliegen auf dem Beat und du weißt doch. Hater bitten, dass ich reinkomme. Ist auch also von BA, ich kenne ein paar Songs von ihm, das ist so der erste Song, den ich jetzt kenne, der so ein bisschen gechillter ist. Aber steht ihm gut. Ja. Also ich finde, das passt zu dem Vibe allgemein, was jetzt gerade so bei den Leuten im Film läuft. Aber er ist ja auch eher so ein Kandidat, der dann so macht, weißt du, so, und immer voll auf Action ist. Ja, so. aber Live, hast du schon mal live gesehen? Nee, nur Aufnahmen. Ich finde ehrlich gesagt, BA ist live besser als auf Songs. Ja, aber das ist ja Das ist ja das Beste, was dir passieren kann eigentlich. Ja, schon. Oder? Aber der live kann der auf jeden Fall. Ich lass mich einfach fliegen auf dem Beat und du weißt doch. Die wollen G's, Hater bitten, dass ich reinkomm. Ich nehm 2 Keys und vakuumier es weg. Hab eigentlich keinen Bock auf diesen Dreck. Will Eigentum und irgendwann mal weg von diesem Flag, weg mit diesen Packs. Aber leider lässt es sich nicht einfach so hier leben. Ich wollte ehrlich sein, doch ihr sagt, gib ein Fick und nimm dir. Hab keine Ahnung, wo ihr seid, doch ihr wisst, ich bin hier. So läuft es nicht, Baby Girl, wenn, dann folgst du mir. Ich weiß doch, wie das Ganze läuft. Heute sind wir beide glücklich, doch morgen sind wir enttäuscht. Deshalb spielen wir Lied. Ja, es passt halt so schon in die Rubrik so radiofähig, ne? So. Findest du, er rappt halt viel über Drogen? Ja, aber er rappt es nicht hart, weißt du? Ja. Alle singen über Drogen. Popmusik, Rockmusik ist egal. Rap. Ob aber Radio, ja. Es ist auf jeden Fall ein hörbarer Track, der auch so funktioniert hätte, wenn er jetzt über Liebe rappen würde. Genau. Wenn er genau so das, von der Melodie auch. genau, vom Flow, von allem, was er tut, Stimmlage und so, wenn er da jetzt über Liebe rappen würde, dann würde das nicht großartig Unterschied machen. Ja, aber ich glaube, ihm würde das nicht so stehen. Ja, er hat auch Love-Songs. Ja. Ein begnadeter Writer, was Love-Songs betrifft. Ja, schreiben und selber verkörpern, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, weißt du, so, aber wenn ich ihn jetzt hier im Video so sehe, ich sehe halt so einen gechillten, smarten Typ, der auf alles einen Fick gibt, so klar kann er auch ein Liebeslied machen, ich habe auch Liebeslieder, weißt du, also das, die werden auch noch kommen, aber die sind noch nicht veröffentlicht, aber ich meine, am Ende wird man halt sehen, also ich finde jetzt auf den ersten Blick, vielleicht täusche ich mich auch, passt eigentlich sowas schon zu ihm, so was Vibe hat und nicht ganz so hart ist, sondern schon mehr echt so Mainstream. Ein bisschen gechillter, also, ja. Echt cool, also. Finde ich auch. Ist angenehmer Sound auch, gut produziert, weißt du, geht jetzt ins Ohr. Liebe mit offenen Karten erneut, denn dann kann nicht passieren, dass einer von beiden bereut. Sie sagen, Zeiten ändern dich,
Zeit heilt alle Wunden, doch davon bemerk ich nichts. Ich lass das Dunkle hinter mir und fühl mich selbst ans Licht, denn du Die Zunge von dem solltest doch Hund. selber. Was ich auf jeden Fall nice finde, also ich weiß jetzt nicht, ob ein Effekt auf seiner Stimme ist, aber es hört sich nicht so krass Autotune-mäßig an. Ja. Und dass er das so gemacht hat, feiere ich auf jeden Fall, weil das ist einfach mal wieder zurück zum Anfang. Hat irgendjemand noch Zigaretten eigentlich? Nee, ich bin nicht Raucher seit 3,5 Jahren. Scheiße. Nein, kann nicht. Nikotinentzug. Ja, muss Ich lass mich einfach fliegen auf dem Beat und du weißt doch. Die Bullen wollen G's, Hater bitten, dass ich reinkomm. Da zum Beispiel Dizzy ist ein bisschen mehr nach vorne. Ballin ist dann mehr so Liebesliedmäßig. Also Okay. ich kenne das alles. Also, aber ich kenne die Lieder nicht, aber zu dem Track jetzt muss ich sagen, also wenn ich zu Hause chillen würde, würde ich ihn mir schon geben, Digga. Gell, kann man hören, auch wenn du Also. irgendwo bist und es stresst nicht. So zum Abschalten, du musst nicht viel nachdenken, Ich weil einfach fliegen auf Ja. dem Beat und du weißt doch. Die Bullen wollen G's, Hater bitten, dass ich reinkomm. Ja, Freunde, checkt BA. auf jeden Fall. Checkt BA auf YouTube, checkt BA überall, wo man ihn checken kann. In die Beschreibung, gönnt euch das. Gebt euch. Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Krasser Typ. Wir haben jetzt hier nochmal den nächsten Homie. Takino, auch Neuperlach. Also wir machen hier nur gerade MPL 83 Promo. Ich glaube, der hat sein eigenes Label, Takino Entertainment. Auch ein junger So, Typ. Du hast mit ihm mehr zu tun als ich. Sag mal was. Zu tun, ehrlich gesagt nicht, aber wir haben uns kennengelernt auf dem Auftritt, gell? Und ich muss sagen, der Typ ist fresh und dann haben wir uns halt so connected, so. Wir fanden uns gegenseitig ganz nice beim Auftritt live. Das war echt die Peace Camp Jam da von Buschbeier. genau, und danach haben wir uns verfolgt in Instagram und ich habe halt gesehen, der macht, weißt du? Der macht. Junger Kerl auch? So. Und der macht nicht nur, sondern der gönnt anderen jungen Kerlen auch die Plattform und mischt für die ab und macht mit seinen Kollegen Videos, die sind beide, weiß was ich, 20 Jahre alt. So New Generation mäßig. Ja, so New Kids on the Block, weißt du? Das folgende Video basiert auf einer wahren Begebenheit. Schon wieder so ein Love-Song, glaube ich. Scene 98. Das ist Ah. der Figaro Artworks. Das Der hat mir auch letztens Fotos geschickt. Gar nicht gecheckt. Ich weiß nicht, wie der aussieht, aber der hat Bilder von der der ist Neuperlacher. auch so ein 20-jähriger blonder Bub. Ja, Aber macht echt. der hat mal bei einem echt Gig von stabile uns Sachen. Fotos gemacht. Dann hat er mir nach einem Jahr hat er mir die Bilder geschickt. Ja, crazy. Aber wenigstens nach einem Jahr. Ja. Ein Jahr später, ohne Das Scheiß. sind halt die kurzen, weißt du. Sag mir, wie lang wir noch lieben? Wie lang sollen wir uns noch bekriegen? Ich ruf an, doch du legst ab. Von nun an geht es wieder bergab. Doch wie sollte es anders sein? Denn zu einem Streit gehören immer zwei. Stehe hier und warte auf deine Nachricht. Wir hassen uns, bis einer nachgibt. Nein, das kann doch nicht sein. Auf jeden Fall. Das beste Video bis jetzt von ihm. Weil er Chicas hat. Achso, von so, ihm. So vom Flow. Also, Hm. ich fand ihn ein paar Mal offbeat, so bei alten. Ja, Aber bis jetzt ist es echt so ein stabiles, wie soll ich sagen, ich find's jetzt nicht die Eule schlecht. ist eine Bitch und was? Ja, genau. So, ich schalte jetzt damit ab und mache mein eigenes Ding und so. Es ist, ich find's cool so an sich. Ich finde auch, er ist im Takt und so. Aber es klingt noch ein bisschen unsicher, sag ich mal. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, es muss halt noch mehr dieser Druck rein, weißt du? Mehr Eier. Bergab. Genau, mehr Eier, ein bisschen mehr ausrasten, so ein bisschen mehr. mehr fühlen einfach. Ja, weißt? Also ja. Kaffer würde sagen, mehr fühlen bei uns, weil also Kaffer ist in mein Label und der am meisten fühlt, Bruder. Wenn der in den Booth geht,
Der ist der Beat, weißt du, wie ich meine. Der ist der Beat einfach. Ja. So. Macht er das Licht auch aus beim Recorden? Ich glaube, der macht Augen zu, Bruder. Ich weiß nicht. Aber allein wenn du nur hörst so, Kaffer, lade nach. Heute fallen Schüsse scharf. Das ist zu krass, ich schwör. Ja, gönn ich mir, wenn was Neues drauf ist. Schicken wir dann auch, reagieren wir gerne drauf. Er hat auf jeden Fall Weiber, das ist schon mal positiv. Er hat sich Gedanken gemacht, hat die da angeschrieben, hey, hast du Bock? Weißt du? Legst du dich mal mein Video? Ist ja eher auch dann dein Videotype. Ich glaube, das ist so eine große, wirklich so eine große Gang bei denen, so, weißt du? Weil der ist immer mit denselben beim Auftritt und so, habe ich 2-3 Mal schon gesehen. Also seine Leute sind echt stabil hinter ihm und das feiere ich auch. Einen großen Freundeskreis. Was war das? Kann nicht vergessen und kann nicht verzeihen. Träumte von der Vorstellung, nur noch wir zwei. Saß auf der Bank, doch du ließ mich allein. Dein Wille geschehe, ja so soll es sein. Ich hab es geschworen, nein ich werde nicht weinen. Bevor ich dich liebe, dann bleib ich allein. Und fick euch zwei. Du bist mir so nah, doch so fern. Die Hook ist gut. Hör ich jetzt schon. Ja. Warte mal noch bei dem 2 Jahre und dann auf jeden Fall, also man sieht jetzt auf jeden Fall schon eine Steigerung. Die sind ja noch jung, weißt du, wie ich meine. Ja. Warte noch 2-3 Jahre und die so intensiv auf jeden Fall weiter recorden, Videos machen und so. Wenn die weiter dranbleiben, ja, wenn die da mal einen Film machen, da er wollte, glaube ich, schon auch mal so einen Monster-Track aufbauen, wo er sich alle Oldschool-Legenden, großes K und dies und das. Ja, ich weiß, der ist auch. So Kanal hat ihn auch gepostet letztens, als das rausgekommen ist. Aber ja, hören wir mal weiter. Sag, wieso machst du es mir so schwer? Sag, wieso muss ich es auf diese Weise lernen? Aber der Videomacher echt talentiert, Bruder. Ja, auch dafür, dass er so ein junger Typ ist, ne? Schau mal diese Schnitte an. Wahnsinn. Ja, echt gut. Was ich mich halt frage, ist, es ist ja nach einer wahren Begebenheit. Will er uns damit sagen, er war in einem Hotelzimmer mit 2 Weibern und ist dann wirklich mit einem Homie Auto weggefahren? Oder? Ja, also, ich denke, die wahre Begebenheit beruht sich mehr auf die Lyrik so. Dass er halt verlassen worden ist und jetzt drauf scheißt und sein Ding macht. Und die 2 Mädels sind wahrscheinlich da zum Visualisieren, weiß schon, dass er halt wirklich abgeschlossen hat. Aber wer weiß, die Mädchen haben auch miteinander rumgemacht, vielleicht hat er auch davon nichts. Jetzt kann man spekulieren. Sag mir nur wieso, sag mir wieso. Okay, die Szene fand ich schon ein bisschen cringe, Digga. Wo war das gerade mit den Weibern, die dann so energisch in die Kamera? Sag mir wieso. Ja. Aber ja, cool. Ja, es sind halt keine professionellen Schauspieler, gell? Ja. So dafür, dass sie das so low budget, das ist auf jeden Fall low budget, irgendwie, weißt du, hochgezogen haben, ist auf jeden Fall geil. Die machen alles selber, self-made, das weiß ich auf jeden Fall. Und die haben es geschafft, einen melancholischen Vibe im Video zu generieren. Das ist auf jeden Fall auch schon mal cool. Ja, auch die Stellen, also ich finde es schon gut durchdacht. Die haben sich bestimmt einen Haufen Gedanken gemacht, bevor die das Video gemacht haben, auf jeden Fall. Ja. Bitch bist. Warum du nur ne Bitch bist? Warum du nur ne Bitch bist? Beat ist cool. Zane 98. Die Schnitte auf jeden Fall Hammer, Digga. Hallo Rahman, es ist deine Entscheidung. Wenn du mit der Information... Was? Aber deine Freundin hat dich mit meinem Freund betrogen. Vielleicht sprichst du sie Sie haben sich gestern um 17 bis 18 Uhr getroffen. Ich finde es fair, wenn du das weißt. Ah, okay. Also Untermalung, Authentizität. Seine Freundin hat ihn betrogen. Schade. Und er hat sein Ding gemacht. Ja, Digga. Ist scheiße sowas, weiß, Kopf hoch. Ja, das ist auch
Ja, wenn man Musik macht, das müssen die Frauen auch schon verstehen und krass zurückstecken teilweise. Schafft nicht jede, weißt du. Wenn die dann immer so weggedisst werden, oder meinst du? Also meinst du, wenn du eine Freundin hast, die Musik macht? Wenn du Musik machst und eine Freundin hast? Genau so, keine Ahnung, du bist viel unterwegs, drehst Videos, bist mit Bitches, die in der Video tanzen, das, bla bla bla. So, da brauchst du auf jeden Fall zu Hause eine stabile Frau. Hier an der Stelle Grüße an meine Frau. Ja, ich will auch gerade meine Freundin grüßen. Ich liebe dich. Obi Jump Nogo. Ja, Digga. Ich hab's nicht, also ganz ehrlich, bei meiner Freundin habe ich es aktuell nicht. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, aber ich habe auch schon Freundinnen gehabt, ehrlich gesagt, in der Vergangenheit, die sind darauf gar nicht klargekommen. Die haben richtig Fitner gemacht. Ich hab kennst du auch Survivor, Digga? Die waren wie Pitbulls. Wie Missgeburten einfach, aber, ja. aber so, keine Ahnung. Ja. So, die, im Nachhinein bin ich so mit jeder Ex eigentlich so mehr oder weniger passt schon, weißt du? So. Boah, ich hab mit einer richtig Krieg, Digga. Mit einem 2 eigentlich mehr oder weniger. Aber ich bin da. Ja, du bist halt der Candio, was ja. die meinen. Ich diskutiere halt auch gerne, weißt du? Ja, aber Ramon, warte, sorry nochmal hier. Check das ab. Digga, aber ich habe schon Beefs gehabt, weil irgendein Vibe zum Beispiel mein Zeug geliked hat. Und dann. Ich hatte schon Beefs, weil Weiber gesagt haben, sie würden gerne in mein Video kommen. Was für ein Trip, oder? Schon zack. Bist schon der Depp. Aber du musst es doch dann noch immer umdrehen irgendwo. Also, wie würdest du denken, wenn deine Freundin jetzt Musik macht und die sagt dann so, ja, ich hole mir jetzt ein paar heiße Typen, die gammeln bei mir im Video rum? Es kommt drauf an, ob sie es ernst nimmt, weißt du? Also keine Ahnung, wenn du jemanden kennenlernst und der ist irgendwie ein Artist, egal in welcher Art und Weise, weißt du? So, stell dir mal vor, deine Frau Schauspielerin, so. Ja, muss dreht nur anständige Rollen, aber irgendwann kommt Hollywood und sagt, ja, wir wollen jetzt, dass du da mitdrehst und dann musst du halt einmal nackt mit deinem Mann im Bett liegen und dich mal küssen oder so. Und kriegst dafür 500.000, bla bla bla. Und das ist halt einfach dein Durchbruch, dein großer Traum, dass du das überhaupt in deinem Leben mal erreichst, so eine Stelle. Ja, schon. Wenn die Frau muss halt checken, auch man muss checken, dass es beruflich ist. Wenn es jetzt nur so ein Larifari-Müll ist, dann ist es auf jeden Fall schon scheiße. Ja, also das muss man dann professionell sehen. Keine Ahnung, sonst passt man auch nicht zu einem Künstler. Ja, definitiv. Da braucht man Rückhalt. Also Ramon checkt ihr ab, beziehungsweise Takino. Und jetzt machen wir weiter mit Cavelli. Boah, Digga, ich schwitz voll. Alter, es ist auch brutale 36 Grad draußen im Schatten, Alter. Ja. Alle sind schön am See, scheißen auf Corona, haben keine Masken an, schwimmen. Ja. Und wir beide, Alter, hocken hier im Studio. Alle beide negativ getestet, erst gestern. Deswegen passen wir natürlich mit Abstand auf. 10 Zentimeter sind okay. Nicht nah lang. Okay, wir schauen nochmal Cavelli jetzt. Cavelli ist, glaube ich, einer der wenigen, auf die ich schon mehrmals reagiert habe. Ich habe damals auf sein Feuer-Video reagiert. Feuer, kennst du das? Ja, auf jeden Fall. Feuer. Das ist cool. Und jetzt schauen wir uns das an. Das kenne ich nicht. Du kennst es schon? Nee, ich kenne es auch nicht. Okay, cool. Ich habe es extra nicht angeschaut. Okay, super. Dann gönnen wir uns das mal. Viele sagen mir, es muss weitergehen, doch schreite ich leider den falschen Weg entlang. Okay, jetzt, ich kann schon mal sagen, ich weiß nicht, ob du mein Reaction-Video gesehen hast letztens, aber wir haben da ein bisschen deine Quali bemängelt. Mir gefällt das jetzt auf jeden Fall schon viel besser. Qualitativ. Also, vom Klang? Ja, genau. Ja. Aber man muss dazu sagen, er mischt alles selber ab, gell? Der macht auch die Beats selber. Der ist krass. Die Beats auch noch? Ja, der macht Beats und nicht nur für sich, der bietet auch Beats an, so für die Leute und so. Krass. Ja. Das gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon, wenn ich das höre. Auf jeden Fall Steigerung. Schatten verfolgen mich, denn ich trotte zum nächsten Sektempfang. Alles, was ich gelernt hab, ist vertrauen du dir selbst. Dieses Versprechen, du bist zum nächsten Alkohol-Dilemma hält. Gott vergib mir, das ist in mir, nur zu später Stunde weine ich. Mir wurde mal erzählt, Cavelli, Kämpferspuren bleiben nicht. Das ist Talent, halb Begabung, halb Bestrafung. Mit heranschreitenden Alter vor dem Abgrund eine Warnung. Er meint es auf jeden Fall ernst, so. Er ist angepisst und macht sein Ding. Ja, hat er auch nette Songs oder nur so Songs? Ja, so? Der hat viele Facetten auf jeden Fall. Aber mir taugt so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Kameraführung. Nicht so? Nicht so, voll behinderter Sprachfehler. Ja, ich finde auch, ehrlich gesagt, dass, videotechnisch auf jeden Fall kann man sich streiten, aber es sieht halt einfach aus, hey, lass uns mal kurz da hinstellen, dann machen wir das einfach.
Aber ein bisschen mehr Bewegung, weißt du, ich meine, auch wenn du low budget vielleicht einen Gimbal benutzen. So, auch wenn du ohne Gimbal machst, einfach ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu Standbild, weißt du. Ich möchte das nicht, diese Zahl soll doch einen Abflug machen. Gangster-Attitüde, lass mich selbst doch an den Abzug fassen. Breite Schultern können deswegen nicht in den Anzug passen. Fick. Ich denke, ja. Ich wollte noch was dazu sagen, nicht jedes Video muss auch überkrass sein. Nee, aber nee. das ist halt eine Reaktion auf das Video. Ja. Und da finde ich halt. Wir wissen ja auch, dass er auch videotechnisch schon den einen oder anderen ausgepackt hat. Und wenn du da halt sowas siehst und was anderes erwartest, dann denkt man sich halt schon so, wow, weißt du, wo stehst du da gerade? Location-Auswahl zum Beispiel, weißt du, hinten alles versifft. Hat sich halt einfach in den Keller gestellt, in die Tiefgarage. Und gesagt, okay, auf geht's. Aber kann man machen. Warum nicht? Aber er ist halt Underground, gell? Er ist halt auch Underground. ich hätte Leider, underrated, voll. Ja, schon. Aber man kann auch ein One-Take-Video kreativer gestalten. Das auf jeden Fall, ja. Das meine ich so. Man hätte schon, keine Ahnung, den Raum dunkel lassen können, ein paar bunte Lichter rein und sowas. Weißt du? Oder hinten was hinsprühen oder was hinhängen. Ja. Dass irgendwas Cooles hängt wenigstens. Das ist einfach nur eine weiße Fläche. Ja. Was ich auch geil finde, was viele gemacht haben, was aber voll viel Arbeit ist, ich glaube auch, das haben die alle mal von Bushido gerippt, aber dann haben sie es irgendwie alle auch gemacht, ist, dass sie dann so Zeitungsausschnitte in so einen Scheiß überall hinkleben. Ja, aber ich finde das eigentlich ganz nice. Ja, es sieht krass aus, auf jeden Fall. Da muss man sich auch die Mühe geben. Ja, richtig. Muss halt die Nerven haben, so eine Kulisse zu bauen. Ja, bist du voll am nur am Machen. Ja. Doch das System, es schenkt mir diesen Drang zu hassen. Kopfgeficke, Rap ist mein Vokabular, mir Grenzen zeigt. Verkaufe meine Seele an den Teufel der Unendlichkeit. Wenn das Ende bleibt, verschwende meine letzte Zeit. Das Ticket ist gebucht, ab in den Zug, komm mit und setz dich rein. Als Person bleibst du eine Träne im Meer. Das Streben nach mehr lenkt uns weiter in den Gegenverkehr. Erzähl mir noch mehr oder hast du auch das Reden verlernt? In der Gegenwart bleibt uns alles, doch sind Regeln nichts wert. Um das zu teilen, sind Rückschläge. Ich find's halt bei ihm irgendwie traurig. Wie alt ist der Freund? Hier? Mittlerweile? Ich glaube, der ist älter wie ich, also bestimmt so 35, 36 oder so Richtung 40, so von. Sowas, ja. Ja. Dass so ein Typ dann einfach nie hochgekommen ist. Ja, er hatte ja früher schon echt dann auch Videos so mit 250, 300.000 Klicks und so. Echt? Mehrere, ja, aber da ist er halt dann hängen geblieben, gell? Ja, ist echt schade, weil, ja, finde ich nicht schlecht. Könnte mir auch vorstellen, dass der mit anderen, also ich habe Leuten... Ich habe mit ihm einen Track auf meinem Album, was kommen wird. Und ich sagte ehrlich, wenn der Track kommt, ist Hasta Sense. la Muerte, also ja, ich hab's schon gehört. Den kannst du dann gerne reacten, weil das ist ein hartes Brett, dann machen wir auch zusammen ein krasses Video dazu. Mach mal. Zu schwer, es fehlt mir so sehr diese Wege auf geebneten Teer. Dieser Klotz in unserer Brust war mal ein bebendes Herz. Die Seele, sie schmerzt, doch diese bleibt auf Ewigkeit leer. Und darum schreibe ich, verteile Hits, damit du nicht alleine bist. Musik, die in uns lebt, uns wieder stärkt ist. Darum bleib für dich, verdränge alles Dunkle. Lass es funkeln, bis es hell ist. Komm und cruise durch die Hut, verprasse Sprit, auch wenn es Geld ist. Flieg auf die Vergangenheit, das Déjà-vu erscheint im Kopf des... Alter, aber hast du gesehen, wie krass lange er rappen kann, ohne zu atmen? Musst mal drauf achten, der ist krass, echt. Und wie klar trotzdem seine Aussprache bleibt. Ja, aber du weißt ja nicht, ob der das gecuttet hat im Studio weil oder jetzt nicht. hast du den Atmer gehört. Das war die Rhymekette bis dahin. Musst mal drauf achten, jetzt wenn es weitergeht. Also, Lass es funkeln, bis es hell ist. Komm und cruise durch die Hut, verprasse Sprit, auch wenn es Geld ist. Flieg auf die Vergangenheit, das Déjà-vu erscheint im Kopf. Der Sommer ist nur da, wenn auch der Winter kommt. Ich bleibe noch ein Kind aus meiner Jugend, aus dem 2. Stock. Kleines Loft, töte und vertreibe alle Schatten, ihr habt keine Chance. Und obwohl seine Luft weniger wird, bleibt seine Aussprache klar. Das gefällt mir sehr bei ihm, weißt du? Ja, aber das hat auch was mit Produktion zu tun. Okay, also ich finde es auf jeden Fall immer nice. Ist sehr nice, Digga. Ich bin auch positiv überrascht immer wieder von Cavelli, weil der auch einfach, finde ich, underrated ist. Aber wenn man was hört, dann ist es halt jetzt okay, Video, leicht unkreativ, aber mein Gott, dir sei verziehen. Andere machen mit Handyvideos, One-Take in jeder Kamera, weißt du, kannst auch sowas machen. TikTok, genau, ist ja gerade der Bist du bei TikTok? Nee. Ich auch nicht, Digga. Ist nicht Ich bin viel nicht. zu sozialen Medien faul. Ich mache auch selten eigentlich so Insta-Stories und so. Echt? Ich bin da. Insta-Stories machen mir Spaß mittlerweile. Ja. Aber Leute, gönnt euch Cavelli. Der ist auf jeden Fall am Start. Jetzt machen wir mal eine. Live Insta Bumerang.
Ja. Hier, dass die Leute was zu sehen haben, zack. Ja. Ja, Mann, wo ist mein Handy? Da. Ich mache auch mal eine. Warte. Aber auf jeden Fall, heutzutage ist es endwichtig, so eigentlich Stories ohne Ende. Also an alle, die Musik machen, seid nicht so faul. Schau mal rein. Ich Idiot, ich habe auch Dings gemacht. Wollte ich gar nicht. Boomerang, hä? Ich wollte ein Aber Foto. Ah, wie hübsch. Mit Filter noch hübscher. Ja, auf jeden Fall gönnt euch Cavalli. Schaut's mal auf seinen Kanal. Er ist sehr lange am Start und ja, kann man sich auf jeden Fall hart gönnen. Ich habe jetzt noch einen Kollegen. Ich feiere den richtig, Digga. Ganz ehrlich, ich schaue den an. Das macht mir irgendwie Spaß, das anzugucken. Wir haben jetzt leider kein Dings. Wo ist der? Hier. Sensor. Ja, sehr gut. Der, ich weiß nicht, Alter, ich habe den angefangen zu verfolgen vor It. Der hat mir irgendwann geschrieben. Ich habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Bin da ein bisschen drauf hängen geblieben. Er hat gesagt, er ist Rapper, er will mit Dope House und sowas, macht er jetzt auch was. So habe ich halt mit dem jemanden von Dope House. Und ja, ich finde, er ist halt auch zum Beispiel so ein Typ, der einfach cool kommt, wenn er einfach nur so sein Handy nimmt und rappt. Weißt ja, Mann, er ist halt der Lockere. Ja. Das habe ich vorhin gemeint mit dem Fühlen. So beim Sensor, so wenn du ihn auf Insta oder so verfolgst, der fühlt's halt. Ganz einfach. Ja, und er hat lustige Lines. Ich glaube, er hat einen geilen Humor. Das auch, aber... Er ist ein Typ, mit dem könnte man sich hinsetzen, zum Beispiel, glaube ich, und saufen. Ja, ich glaube, mit dem könntest du auch weggehen und Backpfeifen verteilen. Also, ich glaube, der ist sehr vielfältig in der Sache. Ja, netter Kerl, sympathischer Typ. Blank Beats Production. So, allein wie er da schon... Hänge mit der Gang, smoke Baba Weed. Alle wettbaniert hier auf Garantie. Shamutas geben Arsch, so wie Valerie. Bei mir läuft nicht, bei mir katapultiert, so wie Trampolin. A nach B im AMG 6-3. Josef hat Flex bei, Baller wie ne Tech 9. Baba Sensi mit der asozialen Ader. Hatte wieder mal Geschlechtsverkehr mit deiner Mama. Ja, Mann. Die musste kommen. Schulde mit der 357 und zerfetzt dein Arsch. Was für Beef, mir geht's um Meere und Geld. Und wenn du anders denkst als ich, bist du ein dreckiger Gelb. Zur Seite, wenn ich komme, dann wird Platz gemacht. Deine Alten im Vorbeigehen auf den Bad geklatscht. Rockstar-Attitüde à la Biggie und Pack. Denn diese Ho hat gestern Nacht nach meinem Zippi geschnappt. Die Moves, Digga, jetzt. Ja, er fühlt's, Bruder. Er fühlt's. Schau mal richtig. allein sein Lachen an, Bruder. Ja. Schau mal hier, in der ersten Sekunde sein... Wahnsinn. Ja. Er war bestimmt auch einer, der hat in der Schule viel Scheiße gebaut. Ach, 100 Pro. Ja, das ist auch 100 Pro, der Klassenclown. Ja, richtig gefährliches Grinsen. Ja, aber cooler Typ. Kann man feiern. Wollen wir auch mal kurz auf supporten. jeden Fall, ich wollte mit dir noch die Jungs von SMP mal kurz anhören. Achso, ja, mach. Geht. Zeig mal. Geh mal ein. Ich muss nur gerade schauen, weil das ist auch gestern rausgekommen. Wie das heißt. Ja, checken wir mal ab. Ihr Freunde, geht auf unseren Channel, abonniert, teilt, liked, seid dabei bei allem, was wir so tun. Jetzt. Genau. Weitere Folgen Gibt es immer am Start. Artstock kommt auch noch. Fly MC. X-Fin, Wunden und Narben. Müsste jetzt schon kommen, oder? Ne, irgendwie nicht so. 2N. Wunden und Narben. Achso, Finn mit 2N. Genau. Das da. Genau, das ist auch gestern rausgekommen. Habe ich auch noch nicht gehört. Hören wir mal an. Was ist geht bei denen so? Video. 128 Aufrufe, 15 Likes. Die sind Underground-Rapper aus Hof. Die sind auch eigentlich lange am Start. Die waren lange getrennt. Jetzt hockt gerade der Koma 84 in Haft 64er, beziehungsweise Therapie. Schöne Grüße an der Stelle. Habe vorhin noch mit ihm geschrieben. Habe ihm gesagt, wenn wir es reinnehmen können, nehmen wir es mit rein. Auf jeden. Und jetzt schauen wir mal, was die Jungs so ballern da. Ja. Eins muss ich noch davor sagen, die sind sehr speziell in der Beat-Auswahl. Also die manchmal echt abgefahrene Sachen. So. Mit Bohrmaschine Beats gemacht und so, solche Sachen. Mit Bohrmaschine? Ja, so hörst du.
immer mal wieder, weißt du, ich meine, so kranke, spooky Sachen, weißt du. Okay, ja. Aber eigentlich auch, ja. Der DJ Jester zum Beispiel hat für die auch ein Beat gemacht. Bataillon. Krasses Lied auf jeden Fall. Schöne Grüße nach Frankfurt, DJ Jester. Alle mal auschecken. MC, keiner sieht, welche Lasten auf mir liegen. Ich sehe keine Perspektive und muss strugglen für die Miete. Das ist hochfliegen, fallen und erwachen in der Tiefe. Niemals aufgeben, fighten und es schaffen aus der Krise. Ich folge Prinzip. Hat auf jeden Fall schon so Berlin Underground Vibes von 2003. So mäßig. Weißt du, was ich meine? Ja, vom Sound her, so ein Video. Ja, sie sind halt sehr politisch. Also die rappen viel über die Missstände so. Also aus denen läuft der schwitzt runter. Boah, brutal. Das sieht man mal, dass Rapper auch ab und zu arbeiten. Ja, das ist echt. Aber ja, das ist cool. Klingt auch wie so die ersten Kollega-Tapes. Vom Sound her, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, so episch. Ja, so dieses episch in Low-Quali rappen, aber man hört, dass es jetzt nicht komplett scheiße ist. Ja, weißt du, was ich meine? So. Auf jeden Fall. Projektile, volle Magazine, ich hab radikale Ziele, viele Waffen in der Schmiede. Glaub mir geht es hart auf hart, weil ich die asoziale Schiene. Ich bin ständig auf Tour, unendlich stur und eine Camper-Natur. Denn ich zeig Initiative, spucke Hass in der Kabine, voll auf Katecholaminen. Der Teufel ist am Flüstern, doch ich lass mich nicht verbiegen. Ich mache Rap mit Liebe, aber scheiß auf harter Start. Zwischen Wahnsinn und Genie liegt nur ein schmaler Grat. Ich fahr an den Kopf vorbei mit 200 km/h. Ich steh mit einem Bein im Grat, das andere kickt aufs Gas. Ich hab Hunger. Jungs, ich find's nicht schlecht, ohne Scheiß, aber geht ins Studio, Mann, macht das anständig, dann ballert es richtig. Wir können mal später schauen, weil normalerweise, also das Album von denen auf jeden Fall war von Thomas Feilner produziert. Der hat auch für Krio Stalker produziert und so, also ist eigentlich ein krasser Produzent. Okay, aber gelegentlich machen die auch Sound zu Hause, also es kann sein, dass das jetzt nicht von ihm ist. Aber normalerweise Thomas Feilner, krasser Produzent, alle mal auschecken. Magen noch an den dunkelsten Tagen, die Kapuze auf dem Kopf und die Wumme geladen. Ich hab aufgehört, die Wunden und Narben zu zählen. Ich zieh bei Nacht in die Schlacht, um eine Tat zu begehen. Ich hab Hunger im Magen, auch an den dunkelsten Tagen. Die Kapuze auf dem Kopf und die Wumme geladen. Ich hab aufgehört, die Wunden und Narben zu zählen. Ich zieh bei Nacht in die Schlacht, um eine Tat zu begehen. Diamanten entstehen. Sind die kriminell? Keine Aussage, Bruder. Beziehungsweise sind die kriminell, Bruder. Ja, weil die sagen ja, hey, wir machen jetzt. Also ja, sind einer von denen hockt jetzt auf jeden Fall in Haft gerade. Ja, okay, ja. So. Und ich hab den, der in Haft hockt, auch selber kennengelernt, schon auf Therapie, als er aus Haft gekommen ist. Also. Ja, also das ist auf jeden Fall real. Also die Jungs sind auf jeden Fall stabil. Und real. Also wenn sie sagen, auf hier, jeden ich Fall, mach kriminelle Sachen so, dann... Auf jeden Fall, also für Deutschland auf jeden Fall. Ja, Digga, in Deutschland bist du ja schon als Schwarzfahrer. Ja, okay, das ist eine Ordnungswidrigkeit, aber ich meine so, die Jungs haben schon alle Hubs hinter sich so. Ja. Oder tragen ihre Bewährungen wie stolze Männer. Ja. Weißt du, ich meine, keine Ahnung. Ich bin auch noch auf Bewährung. Ja, das siehst man. Ich war 13 Jahre oder niemals mehr. Also jeden als Tipp, Endstrafe, wenn du schon hockst. Ich bin gerade im stillen Jahr. Huhu. Ja. Bruder, wieso gehst du nicht ein Jahr so Ausland? Australien oder sowas. Ja. So Backpacker-mäßig. Machst halt Candy, Backpacking, Australien. Wäre geil, hätte ich voll Bock drauf eigentlich. Australien jetzt nicht so, weil das sind zu viele Viecher. Aber so. Dann boxen dich die Kängurus weg. Ja, nicht Spinnen, Digga. Ich denke halt, Digga, stell mal vor, du liegst so da und schläfst. Und dann ist auf einmal so eine fette Vogelspinne neben dir. Alter, ja. Voll also, eklig, ich sag's Digga. dir ganz ehrlich, in Thailand war ich im Dschungel, hab geschlafen auf so einer Holzkonstruktion. Und irgendwie waren da so fette Termitenameisen drin. Ich wache auf, Bruder. Ich schwöre dir, so krass. Die ganze Nacht habe ich nur Ameisen gekillt. Die waren, also ich schwöre, die waren schon so. Also solche Dinger. So fette. Und die haben gebissen ohne Ende, die Scheißdinger. Digga. Ekelhaft, Digga. Aber wenn du die dann haust, lockt es die nicht an? Ich habe mal gehört, wenn man Ameisen killt, dann riecht es. Also ich glaube mir, wenn du lockt es die an? Wenn du im Dschungel aufwachst, so, und hast 300 Ameisen auf dir. Ja, Digga, wie kommst du denn auf den Film, dass du im Dschungel überhaupt schläfst, Alter? Ja, da kommt die Frau von meinem Bruder her, weißt du? Aus dem Dschungel? Ja, aus Thailand, so, aus Nordthailand. Dann haben die gesagt, mach mal Urlaub da. Nee, die hat ein Kind bekommen und wir waren dort für die Geburt, weißt du?
Und dann waren wir halt in dem Dorf, wo sie herkommt. Und war richtig krass. Auf jeden Fall, du schaust aus dem Fenster, siehst Büffel, nachts jagen irgendwelche Thais Frösche zum Essen, weißt du, wie ich meine. Ja, ist krass, Digga. Ist krass. Ich habe da auch schon viele Indonesien-Stories gehört und so. Ist auf jeden Fall interessant. Also da zum Beispiel Audienz hat mir erzählt, da wo er war, da gab es sogar noch Tiger und so. Ja, das kann dir da auch passieren. Oder dass ein Elefant einfach da steht. Also. Schon hart, oder? Also als Deutscher so, wenn du da rumläufst, hier sind das Krasseste, was hier auf der Straße rumläuft, sind Hunde, Digga. Ja, die Hunde dort sind aber auch, also du brauchst nachts nicht alleine laufen, dann kommt so ein Hunderudel, dann bist du auch weg. Also. Freilaufende Hundegangs? Ja, normal. Echt? Straßenhunde, voll viele. Also. Da brauchst nachts nicht alleine rausgehen ohne Stockwaffe oder keine Ahnung. Ja. Ja. Okay, machen wir weiter, oder? Auf jeden Fall. Unter Druck, so wie es Fly sagt. Trink noch einen Schluck, bald kauf ich Häuser in der Heimat. Trotzdem fühle ich mich nicht wohl in diesem Freistaat. Doch keine Zeit für Struggles, es geht immer weiter. Ihr habt mit Hip-Hop nichts zu tun, ihr kleinen Beiter. Lasst uns nach oben, also Platz da auf der Leiter. Denn unser Aufstieg ist euer Untergang. Im Vergleich zu Rap seid ihr wie Jungfrauen zu unerfahren. Sie schreiben Texte, nicht mal selber seinen Knebelverträge. Wir wollen Platten verkaufen und sichern nicht unsere Seele. Die Last auf den Schultern nicht. Die Zeile war krass. Auf jeden Fall. Sie Ich wollte auch gerade Stopp drücken. Ich habe schon den Abenteuer gemacht. Sie signen Knebelverträge, ich will meinen... Nicht mal selber seinen Knebelverträge. Wir wollen Platten verkaufen und sichern nicht unsere Seele. Ja. Ja, sie wollen Platten verkaufen und nicht ihre Seele. Ja, schon. Da sind wir aber auch wieder bei dem Ding, echt so, dass Rapper von der Street dann irgendwann auch nur noch La 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 und Lelele machen. Das ist ein schmaler Grat zwischen Realness die Jungs sind seit 10 und Jahren Kommerzialität. Am Start. Also ich muss sagen, die Jungs sind seit 10 Jahren gleich am Start. Ja. Die sind auf keinen Film aufgesprungen, so. Die machen schon immer so einen Sound. Also schon immer in diese Richtung, so Cryo-Stalker-mäßig, sag ich immer so. Oder Asash-mäßig, so. Ja, ist cool. Machen wir weiter? Ja, auf jeden Fall. Die Last auf den Schultern, ich ging schon tausende Wege. Doch gebt nicht auf, nein, weil ich mich hier wieder belebe. Beliefer die Szene wie ein Dealer Pakete. Investiere die Knete, weil ich in diesem Leben schon so oft die Ziele verfehlte. Ich hab die Waffe geladen, einen psychischen Schaden und scheiß auf Friedensgespräche. Ich finde den Typen auch cool, Digga. Sag ich nur so, wie es ist. Er rhymt so, wie was ich cool finde. Also vom Dings her. Wenn ich Deutsch Vom rap, Schema meinst du? Ja, ja, genau. Ich mag das irgendwie. Ich find's krass, manchmal geht er über den Takt mit dem Rhyme-Wort. Aber es kommt einfach krass bei ihm. Aber er fängt ihn wieder auf. Ja, das meine ich so. Bei ihm kommt es echt krass. Es kommt nicht so ungewollt, weißt du? Das Ja. kommt richtig sicher und Gewollt, cool, also Mann. so nicht so ein auf, ich stolper gerade als Rapper über den Beat, sondern es ist schon so, ich weiß, was ich gerade tue. So hört sich's auch an. Genau. Man hört, er kann rappen. Stichfester Flow auf jeden Fall. Ja. An den dunkelsten Tagen, die Kapuze auf dem Kopf und die Wumme geladen. Ich hab aufgehört, die Wunden und Narben zu zählen. Ich zieh bei Nacht in die Schlacht, um eine Tat zu begehen. Ich hab Hunger im Magen, auch an den dunkelsten Tagen. Die Kapuze auf den Kopf und die Wumme geladen. Also wir waren auch in Hof eingeladen bei denen zum Konzert. Ich muss sagen, krass. Hof auf jeden Fall krasse Underground-Rap-Szene. Echt? Wo ist der Hof nochmal bei Nürnberg in der Nähe? Ja, da in der Nähe. So bei Bayreuth in der Nähe. Also. Und ich musste, also eigentlich Nähe tschechische Grenze so. Ah, so mehr zwischen Nürnberg und Tschechei. Genau. Und ich muss sagen, das sind halt echt 200-300 Leute gekommen, gell? Nicht so wie in München. Echt? Ja, auf jeden Fall. Und die sind auch voll abgegangen. Mit Pogen, mit Drinks durch die Luft schmeißen und so weiter. Da hat man auch mal Spaß. Ja, war richtig krass. Auf jeden Fall. Da kommt auch noch ein Video raus, da sind so Mitschnitte von den Auftritten da. Also da hat man sich schon echt gefühlt, so keine Ahnung. Vor Corona. Wie wenn du auf dem Splash auftrittst und alle Leute durchdrehen so. Ja, da merkt man aber, dass man auch... Halt, Es hat halt auch dann was mit Coolness und Greenness zu tun. Wenn die eine eigene Stadt einen so krass supportet, dann hat es halt einfach auch Gründe. Ja, was ich dort auf jeden Fall auch krass fand, in dem Backstage-Bereich war ich dann, gell? Und ich kannte da keinen außer Chroma 84, aber der war in Haft, so. Ich bin trotzdem hingefahren wegen seinen Jungs, weil die uns nett eingeladen haben und so. Und
Ich muss sagen, die haben sich alle gegenseitig Backstage supported, gell? Also anders, mit Insta-Stories, der ist zu jedem hingegangen, Foto gemacht, der ist auch auf den Event, so. Wenn du in München bist, so Backstage, keiner redet miteinander. So, die Hälfte steht draußen beim Rauchen, weil sie gar keinen Bock haben, deinen Auftritt anzuhören und so. Kommt drauf an, wo du bist und mit wem. Also wenn ja, mit Takino an den Abend, also da waren ja auch noch andere Rapper. Ich will es mal nur so erwähnen. Da war auf jeden Fall Glockenbach-Werkstatt auch richtig nice. In Glockenbach-Werkstatt hatte ich auch schon einen oder anderen Tag, wo ich dann auch mich hart reingesoffen habe mit irgendwelchen anderen Leuten, die ich nicht kannte. Aber ich weiß auch, was du meinst. Da hast du dann Leute, die denken, die sind richtig famous. Weißt du, so, die müssen nicht miteinander reden, Konkurrenzkampf und so. Aber jetzt so, wenn wir irgendwo waren in den letzten Jahren oder so. Also ich muss sagen, in München so war der coolste im Backstage eigentlich Bereich so Felix Krull. So. Echt? Ja, ich feiere seinen Sound jetzt nicht so. Ich feiere auch nicht so, was der so bringt. Der hat sich doch letztens mit Essig fast getötet, Alter. Hast du das gesehen, wo es seine... Felix Krull war gestern auch Thema, ich weiß nicht, mit wem ich darüber geredet habe, aber... Digga, der macht schon Sachen, die sind grenzwertig. Ja, der hat auch bei Corona irgendwie die Stange in der U-Bahn abgeleckt und... Hast du das nicht gesehen mit dem Essig? Na. Soll ich dir zeigen? Ja, lass mal kurz das fertig hören und dann zeig mal. Okay, danach schauen wir Felix Krull Video. Oder kommt überhaupt noch was? Ne, ist eh schon vorbei. Auf jeden Fall checkt alle Schizophrenic Panikhof. Die Jungs haben es verdient. Ja, man, checkt das ab. Und schau mal, ob das der Thomas Feiner produziert hat. Das interessiert mich jetzt ehrlich. Mixmaster sonicproduction.de. Nee, das ist er nicht, glaube ich. Das ist das da. Ja, Jungs, sorry, aber sieht man da irgendwie Internetseite sieht schon nicht scheiße aus und so. Der Dude hat es gemacht. Nee, aber das ist nicht der Thomas Feiner. Aber also egal. Hauptsache, schöne Grüße an Thomas Feiner. Oder Fellner. So. Der ist auf jeden Fall krass. Kennst du das nicht, dieses Video? Nee, habe ich nicht gesehen. Boah, was hat denn der gemacht, Alter? 1 Liter Essigtrichter. Was ist das? Wieso? Er ist ja bekannt für so gestörte Sachen einfach. Weißt du, der ist ja so der Moneyboy aus München so. Die sind ja auch connected miteinander irgendwie. Moneyboy und Felix Krull ist, glaube ich, sofort, Alter. Meld dich an, kann die. Ja, ich muss mich Bist du überhaupt alt genug? Das ist Alter, nicht, dass wir hier gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Ach Quatsch, die soll nicht heulen. Wie geht es weg, Digga? Indem du deinen Pass zeigst und beweist, dass du 18 bist. Die Nummer angeben, Adresse, Ausweisnummer. Digga! Hat eigentlich der Ding was gesagt? Wegen unserem Interview, der ABMC, das hätte mich noch so... Ich dachte bestimmt, schreibt er so, ey, warum stellst du mich als langhaarigen Hippie hin? Oder so. Digga, ich kann nicht mehr, Alter. Wenn du das siehst, schneid dir deine Haare. Und alles ist gut, Bruder. Digga, ich kann dieses Video nicht. Ja, meine lieben Schieberfüchse. Okay. Gut, ja, man muss sagen dazu, wer ihn nicht kennt, der hat so eine Ötti-Gang und so, die machen halt nur Scheiße, Digga. So ein bisschen... Ja. Wie hieß das damals in den USA, wo sie sich Jackass so. Oh, dieses Video, ich habe mir dieses Video angeschaut. Ich kann dir danach, wenn du Zeit hast, sogar noch ein Video angucken. Es ist noch genauso behindert. Digga, allein wenn ich schon ihn sehe, Digga, ist schon alles vorbei, Digga, eigentlich. Aber Schau das mal bitte an. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Felix Krulls Extremtrichter. Heute die Ausgabe 8. Extremtrichter. Und zwar habt ihr euch in der Insta-Story den Essig gewünscht. Ja, deswegen nennt man mich auch Jack Essig. Also ich weiß nicht, ob ich da, aber King Asozial war bestimmt dabei. Kennst du King Asozial? Ja. Ein geiler Typ, auch Props an ihn. Also, ich glaube, der hat das sogar gefilmt. Der redet halt immer so, als würde er sich gerade mitten im Schlaganfall befinden. Der King Asozial? Ja. Ja, das ist halt einfach seine Asozialität. Und ja, dann gehen wir doch hier einfach mal Gas ab. Aber jetzt siehst du, wie sagt man, no cap, legitness. Digga, ich weiß. Legitness. Ich zeig dir danach noch ein Video. Das ist genauso scheiße.
Ja, komm jetzt raus, du Hakensau. Alter, das war doch jetzt gerade 90er Jahre Pornomäßig. Digga, hör auf, Alter. Wahnsinnig. Ich hol mir kurz ein Bier. Warte, da warten wir mal kurz. Füll's mir ein! Ich brauche jetzt das Dressing für meinen Magensalat. Alter. Derbe Song. Magensalat. Frankie, du musst danach dieses Mal einfach weiterfilmen, weil es ist offensichtlich, dass wir in diesem Fall auch wieder... Mach mal kurz Pause. Ja, Felix, cool. Wenn du das siehst, im Endeffekt nichts gegen dich. Im Großen und Ganzen. Nee, der will das nicht so. Ja, ich finde es cool, ne? Weiß ich auch irgendwie. Er will das doch so, Bruder. Also, man muss sagen, wir haben ihn jetzt hier nicht rausgezogen, um ihn irgendwie bloßzustellen. Er will das ja so. Das ist ja seine Kunst. Das so, ist kein Mobbing-Video. Nee, überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall, wenn er da echt fast gestorben ist, wir werden es ja gleich sehen. Bro, schau dir das an. Du schaust das an. Ich habe das angeschaut. Ich habe mir gedacht, Digga. Oder andere Brechreiz widerfahren wird. Also ich weiß auch gar nicht, was passiert. Sieht aus wie so eine... Auch hier hieß es wieder mehrfach... Wie so ein Grillanzünder. Es hieß mehrfach, Leute sind gestorben. Schau, er sagt schon so. Digga, er sagt, Digga. Aber ich bin ja auch... Ja, das ist ja auch das, was ich gerade gemeint habe. Der will doch, dass du sagst, dass er ein Depp ist, ein Spast oder keine Ahnung. Ich muss sagen, Backstage waren seine Leute halt sehr cool drauf, weißt, die haben mit meinen Jungs gesoffen, ohne Stress, ohne... Ich glaube, dass es voll die entspannten Typen sind. So, aber ich frage mich halt dann wirklich als Mensch, weil der hat ja noch andere Sachen, so als Rapper, auch als Mensch in der Öffentlichkeit irgendwo, willst du denn so wirklich erkannt werden? Plus, was sagt deine Frau dazu? Oder ich glaube, der steht so auf Gangbangs mit Männern und Frauen zusammen oder so, weißt du, wie ich meine, so richtig versaute Richtig Scheiße, im Arsch, Digga. gell. Schau mal, also ich muss sagen, eine Zeit lang habe ich mir seine Storys angeschaut. Die sind einfach behindert im Kopf, Digga. Aber die mögen das, Digga. Und die Leute mögen die, weil die so sind, Digga. Weißt du? Ja. Wie Jackass. Ja, schon. Wer hätte gedacht, Aber halt so eine asozialen Sache. Digga, der hat sich auf der Live-Bühne Dildos in den Arsch gesteckt und so. Na. Doch? Echt jetzt? Ja, Digga. Schau, wenn du das gemacht hast, Felix Krull, Alter. Ja. Ich will schon sagen, Alter, was willst du da sagen? Gott erbarme dich, Wallah, keine Ahnung, egal auf welcher Sprache, Inshallah. bitte, Bruder, mach das nicht, Digga. Mach das nicht, mach alles, aber mach so. Ist hart. Kokain-Vampir und... Bro, wenn ich das schon sehe, könnte ich wieder kotzen, Alter. Ich hab das... Egal, schauen wir uns mal an. Aber jetzt. War das nicht King Asozial? Jetzt komm, sei mal ehrlich, die Stimme. Ich weiß nicht. So, wir werden es noch herausspoilern. Ist das asozial? Ich sag jetzt mal hier vorweg. Abonniert den Kanal und bimmelt die Glocke. Aber ich glaube, der war schon Hacks. Schau mal, wie der redet. Der war schon dicht. Ich glaube, er sagt, er ist nicht nur auf Bier. Lean und so bestimmt auch. Wie Moneyboy halt auch und so. Schon. Es ist nach wie vor so, dass wir Panik haben, dass der Kanal gelöscht wird, dass die Meldemuschis wieder zuschlagen. Deswegen guckt mal hier unten in der Bio. Also der will 1 Liter Essig trinken, aber hat Angst, dass die Leute seinen Kanal sperren. Ja, aber du hast gesehen, was ich bei Politik hatte, um das Video überhaupt anzugucken. Alter, bestätigen, da was klicken, da was machen. Das ist auch echt krass. Also wenn ihr alle hier unten rein in die Bio geht, da ist mein Instagram-Profil felixkroll.1731. Hier unten ist der Link drin. Schaut vorbei, weil da werde ich euch posten, wie ich danach abkacke. Mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Aber ich soll weiterfilmen, oder? Ja, filmt trotzdem mal weiter. Genau, ihr kennt die Vibes. Es ist fucking nett, die Gang. Ihr wisst bereits was. Jetzt schiebst du Digga, ich sag nur eins. Keine Macht in Drogen. Ja. Felix Krull ist das beste Beispiel dafür, dass man halt aber in einem gewissen Alter einfach mit Drogen aufhören sollte. Ja. Nein, du derbe Sau. Ab! Ja, look! Aber jetzt!
Du derbe Sau. Schau, sein Homie. Der hilft dir niemals. Ja. Der feiert's noch. Der wird noch reintreten und reinstiefeln, Ja. damit noch mehr Likes und Ja, kommen. damit mehr geklickt wird. Aber eins muss man sagen, also man sagt ja immer, die Münchner Rapper sind nicht kreativ für Aufmerksamkeit und so. Der ist ein das ist schon wahr. Dass er sich überhaupt Rapper schimpft, ist eine Schande, Digga. Ja. Sorry, aber ist so. Weißt du, was ich meine? Mach doch coole Musik. Mach coole Musik und dann okay. Werd so Fame. Aber Bro, was machst du, Mann? Du kotzt in einem Mülleimer, du extra einen Liter Essig und kotzt danach in einem Mülleimer? Bruder, scheiß drauf. Seitdem du mir gesagt hast, Dildo live in der Arsch, Digga, ist alles vorbei in meiner Welt, Digga. No homophob, gell? Schau jetzt er stirbt fast. Der Schnitt kommt zu geil, Digga. Das ist das Fazit von dem Extremrichter. Ja, aber ganz ehrlich, deine Mutter soll sich für dich schämen, Alter. Weißt du, was meine Mutter mit mir machen würde, wenn die solche Videos von mir sehen würde? Alter. Egal. Und es darf niemals jemand nachmachen oder niemals Essig so viel trinken. Ich bin auf die Rezensionen im Internet reingefallen. Wie viel Klicks hat dieses Video, Digga? Und das hat mir zum ersten Mal richtig bewiesen. 60.000 nur. Steht nur Scheiße drin. Digga, schau, er hat sein Leben riskiert für 60.000 Klicks. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, am Ende scheint es ja bei ihm angekommen zu sein. Dass es dumm war? Also er sagt, er ist auf die Rezession reingefallen. Aber er sagt noch, also. aber im Video sagt er noch, ja, Leute haben gesagt, das ist tödlich. Ja, schade. Ich hätte lieber mal sein Video angeschaut. Das ist so als so eine Scheiße, aber leider Gottes. Warte, Digga, ich zeig dir jetzt noch ein Video, wenn wir schon mal beim Thema sind. Der Typ, das ist, danach hören wir auch auf, ich weiß gar nicht. Gurken. Allein wenn du da oben eingibst, Gurkensohn, oder was? Okay, Digga. Boah. Wer ist das? Dieses Video ist einfach er ist ein YouTuber, okay? Ja. Genau. Und er trinkt einfach scharfe Soße. Kennst du dich ein bisschen mit scharfer Soße aus? Ja, Bruder, ich bin scharfer Soßenesser? Ja. Okay, dann schauen wir mal an. Servus, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Und zwar habe ich mir heute was Spontanes und Lustiges überlegt. Hier habe ich so eine Chili-Soße, ich hoffe, das sieht man. Die hat 3 Millionen Skurril. Sieht man das? Und die habe ich mir bei Amazon bestellt und da reicht, glaube ich, ein Tropfen und du brauchst zigtausend Liter Wasser, um das zu neutralisieren. Ja. Weißt du das? Es ist so, ein Tropfen reicht für einen großen Topf Chili. Um das komplett. Ja. dachten wir so, ja, die möchte ich mal ausprobieren, wie scharf die ist, dies und das. Hier habe ich auch noch ein Glas. Auf dem Boden liegt noch Wasser und Milch. Mal gucken, wie das ist. Ich lege erstmal das Glas auf den Boden und dann will ich das hier reinmischen. Aber ich will eigentlich nicht immer Leute beleidigen und mich bedeckt halten, aber wenn ich ihn schon sehe, Bruder, geh zum Friseur, Alter. Ja, er ist auch Quarantäne geschädigt, aber es ist vor der Quarantäne gewesen. Muss ich das, weil die Soße irgendwie dickflüssiger ist oder ähnliches, muss ich hier reinpieksen und dann geht die erst nach unten. Auf was für Ideen manche Leute kommen, gell? Aber der hat damit auch Welle gemacht, klickmäßig. Ja, aber war er YouTube-Partner? Frag ihn mal, ob er vorher schon genügend Stunden und Minuten sich die Leute seinen Kanal angeschaut haben, dass er YouTube-Partner war. Auf das Video haben schon viele YouTuber auch reagiert. Also, da hat er damit auf jeden Fall schon Welle gemacht. Aber es ist halt auch, bei ihm ist halt das Ding, Digga, was sagen deine Eltern dazu? Ich würde auswandern, wenn ich sein Vater wäre, meinen Namen wechseln und nie wieder sagen, dass ich einen Sohn habe. Ja. So. Und ich glaube, das reicht jetzt so. Und das möchte ich jetzt gleich so probieren. Alter, der kotzt doch bestimmt Blut gleich. Mal gucken, wie scharf die wird. Oder? Boah, die riecht auf jeden Fall stark. Der kotzt Blut 100 Pro, oder? Ich probiere aus, ob ich oder das blutet aus den Augen oder so. Stimmt! Bevor ich die Soße trinke, oder das Brühe hier, möchte ich Oge nominieren. Das ist das Wichtigste. Und jetzt kann es losgehen.
Problem ist halt, was ich immer das Problem habe bei diesen ganzen Leuten, ist halt einfach der Kameramann, wie genau schon bei Felix Kruhl. Als normaler Mensch, wenn jemand so vor dir liegt und abkackt und die halten halt voll drauf. Die scheißen einfach drauf. Die müssen alle auswandern in die USA und Paparazzis werden. Ja. So voll so ohne Seele. So ja, genau. Normalerweise willst du denen doch helfen, Digga. Weißt du so? Aber ich bin mir sicher, wenn der jetzt gestorben wäre, was er hoffentlich nicht ist, aber, was ihm recht geschehen würde, so, dann wäre auf jeden Fall der Kameramann im Arsch. Also unterlassene Hilfe. Für alle Leute, die sowas in ihrem Leben gemacht haben oder machen, besser erste Hilfe leisten, weil sonst geht's ab in Haft. Digga, der Typ, fertig. Ich weiß nicht, ob das der Typ war, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Typ, der hat auch mit einem Kollegen irgendwie mal einen Livestream gemacht und die haben in dem Livestream gesoffen. Okay? Und dann sind die besoffen in dem Livestream irgendwie eingepennt. Und ich weiß nicht, ob er das war, aber ich glaube, es war er. Hat er irgendwann angefangen so zu zittern und hat so Schaum vom Mund gehabt und so. Alkoholvergiftung. Ja, man, so voll am Abkacken. Und der andere Typ saß auch nur daneben. Weißt du, hat sich so gefreut. Ja, Bruder, was soll ich dazu sagen? Die ja. haben beide geschlagen. Ja, schon. Aber... Boah. Oh, ist die Soße scharf. Ja, er ist behindert, Mann. Er kackt jetzt einfach noch ab. Ja, ich wollte gerade sagen... 5 Minuten, ja, das müssen wir uns jetzt nicht geben. Ja, aber nur 5 Minuten, weil er dann im Krankenwagen ist, hoffe ich. Nee, der zieht's durch. Also hier irgendwo... Guckt mal, wie ich am Heulen bin. Mit seinem Tropfen. Digga, rede nur noch. Dieser Tropfen hier. Ich denke, ich werde Spuckdrache, Feuerdrache. Das ist ja so, Digga, eklig. Okay, lass uns. Du bist ein Bastard von Gottes Gnaden, Digga, Wahnsinn. Ja, okay. Ja, geil. Also ich würde sagen, wir sind fertig, Digga. Wir haben lange geredet. Auf jeden Fall. War cool. Oder? Noch irgendjemanden grüßen, irgendwas sagen? Irgendwas, also an alle, die heute kritisiert worden sind oder wie auch immer. Also, wir waren eigentlich voll nett. Gut, so, das ist einfach hier Real Talk, so, wenn sich einer beleidigt fühlt, nicht rumjammern. Ansonsten wünsche ich euch allen viel Erfolg, außer natürlich den letzten und auch die Aktion von Felix Kruhl. Auf jeden Fall, sowas supportet keiner, hoffentlich. Ja, ansonsten schöne Grüße von den Blockhustlern. Wir sehen uns irgendwann bestimmt auch mal wieder bei Kanli und gebt euch den Sound aus Minga. Gönnt euch, Freunde. Wir haben, Digga, jetzt haben wir die ganzen Pads nicht benutzt. Weil ich hätte eigentlich so coole Pads. Hier sind. Ja, aber ganz ehrlich, das kommt auch so ein bisschen TV-Total-mäßig. Wenn man was Lustiges sagt. Okay, Jungs, haut rein. Haut da rein, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ja.